Hallo Freunde, ich war mal wieder on Tour, ich war unterwegs. Diesmal habe ich die Marché Noir im schönen Ruhrgebiet im Kulturdepot in Dortmund besucht. Was es genau damit auf sich hat, was ich gefunden habe, mein Review zu diesem Event seht ihr jetzt. Ja Leute, was ist die Marché Noir? Die Marché Noir ist ein Retro-Event, wie gesagt in Dortmund, war mittlerweile die dritte Ausgabe, also das dritte Jahr jetzt, die Messe in Dortmund gewesen, und es handelt sich um eine kleine, muss ich sagen, aber sehr, sehr feine Retro-Messe, wo du als Vintage-Fan von Toys und allem, was die gute alte Zeit hergibt, wirklich bestens aufgehoben warst. Ja, es waren sehr viele Händler da. Du hast natürlich Spielzeug bekommen, du hast aber genauso gut T-Shirts bekommen. Es waren Cosplayer en masse da. Ja, die We Are Ghostbusters Germany waren da. Es waren sehr viele verkleidete Leute, wie gesagt, da, die das Ganze zu einem Erlebnis gemacht haben. Das Ganze wird veranstaltet vom lieben Carsten. Carsten, Grüße an dich. Und wir haben uns leider nicht persönlich getroffen, irgendwie war die Zeit nicht da, aber das holen wir auf jeden Fall hoffentlich doch beim nächstmöglichen Event nach. Ja, wie gesagt, das Ganze war in einem Kulturdepot, in einem alten in einer alten Bahnhofshalle, würde ich fast sagen. Ja, es war wie ein langer Schlauch diese Halle, und rechts und links waren die Händlertische. In der Mitte hast du halt einen schönen Gehweg gehabt. Ja, und es gab halt wirklich sehr, sehr viel zu bestaunen. Natürlich waren auch Seetoys und Steinedorf da. Auch hier Grüße an euch. Und ich habe irgendwie an dem Seetoys-Stand dann mit dem Christian auf einmal mitverkauft. Das heißt, ich war eingebunden, habe nicht so viele Fotos und Videos machen können. Was ich da gemacht habe, das blende ich euch natürlich hier ein. Aber wie immer natürlich auf diesen Events, es waren sehr viele YouTuber da, es war der Petendo da, also an alle jetzt nochmal Grüße. Ja, Petendo war da, die Sabine vom Stamm der Sabinerin, Stefan von Zodaks Zeittresor, die kennt ihr noch, Jungs, der Mario und der Mando waren da, also wirklich, und alle noch, die ich jetzt noch vergessen habe, alle zugegen, und da gibt es auch schon die ein oder anderen Videos, wo man mehr Eindrücke über Halle und das Event bekommt. Die möchte ich euch ans Herz legen. Ja, wie gesagt, schaut da mal rein. Hier in diesem Video möchte ich dann euch meine Funde präsentieren. Die Funde, die ich auf diesem schönen Event gemacht habe. Es war mein erster Besuch da. Das heißt, die vorangegangenen zwei habe ich nicht live miterlebt. Aber dieses Mal musste es sein. Ich war den Samstag, den 3. Februar war es, glaube ich. Samstag, der 3. Februar da. Das Ganze ging über 2 Tage, und ich möchte euch als erstes mal diese schöne Eintrittskarte zeigen. Das ist wohl das Maskottchen der Marché Noir, wo es auch gemunkelt wird, dass eventuell das Ganze auch bald als Actionfigur oder als Sammlerfigur, wie immer man es nennt, zu erwerben sein wird. Aber finde ich eine coole Eintrittskarte, die bleibt natürlich in der Sammlung. Und bevor ich es vergesse, möchte ich auch noch kurz ein bisschen Werbung für den Carsten machen, für dieses Event. Denn er macht nicht nur Events, er macht auch Print-Ausgaben, Print-Magazine. Und zwar das Super Action Magazin ist zum Beispiel auch von ihm. Ja, finde ich total toll, dass es für unsere Community auch wieder ein Magazin gibt. Das ist jetzt die erste Ausgabe. Mittlerweile gibt es sogar 2 Ausgaben. Ja, und es sind so tolle Leute drin, wie der Gore-Minister hat hier ein Interview über Godzilla gemacht. Chris Taman hat über die Masters gesprochen. Und die waren natürlich beide auch da. Daniel Weisker von den Los Amigos war da. Also wie gesagt, ganz viele. Also es war ein Sehen und Gesehen werden. Es war richtig toll. Die Drödelmama war da. Also wie gesagt, ich habe sehr viele wahrscheinlich vergessen. Seht es mir nach. Ja, und ich möchte euch jetzt meine Funde zeigen, die ich erworben habe. Ja, Leute, anfangen möchte ich mit dem Stand von Steinedorf. Olli, Basti, Grüße und vielen Dank für die tollen Sachen, denn ich konnte meine Sammlung erweitern. Ich habe bekommen einmal eine weitere Demolition Man Figur. Ich finde es total klasse, ja, dass ich die bei euch gefunden habe. Ich habe auch alle anderen, die ich bisher in der Sammlung habe, von Steinedorf bekommen. Ja, finde ich total toll. Das ist der Cryo Claw Tech
Zeiss in Freeze Action. Ja, das ist wieder, wie ich auch in einem der letzten Videos erwähnt habe, wenn man die Figur sich anguckt, von dem Demolition Man Film Sylvester Stallone 93. Das ist eine He-Man New Adventure Figur, eine Figur von dem Weltraum He-Man, der nie so mein Favorite war. Hat Mattel hier wiederum neu aufgelegt, hat die Gussformen verwendet und hat hier einfach eine Demolition Man Figur rausgebracht, die, soweit ich weiß, nie im Film zu sehen war. Aber man kann nicht nur Stallone und Wesley Snipes als Actionfiguren für einen Film rausbringen, man braucht auch mal 1, 2 Sidekicks oder Side-Charaktere. Ja, und dann haben sie halt gedacht, wir bringen hier irgendeinen raus, der, keine Ahnung, keine Bewandtnis hat, aber er sieht gut aus auf der Karte. Und da sehe ich genauso, Demolition Man 93 Karte, eine weitere Figur für meine Sammlung. Ja, das war aber nicht das Einzige, was ich bei Steinedorf mitgenommen habe, denn jetzt kommt der Hammer, eine weitere Toyline, 90er Jahre Toyline zu einem 90er Jahre Film. Und zwar habe ich bei The Shadow zugeschlagen, The Shadow on the Wall. The Shadow mit Alec Baldwin, auch ein schöner Fantasy-Streifen von einer, ja, ich nenne es jetzt mal Superheldenfigur, die eigentlich gar nicht so ein richtiger Superheld ist. Wer den Film nicht kennt, auf jeden Fall mal anschauen, den Alec Baldwin-Film aus den 90er Jahren. Shadow ist ja von, oh Gott, ich will nichts sagen, ich glaube DC Comics. Ich meine DC, es ist glaube ich kein Marvel, ich weiß nicht, ob es hier hinten drauf steht, ich meine es ist DC und aus den 30er Jahren. Ja, also den gibt es schon ein bisschen länger. Und das hier ist der Electronic Bulletproof Shadow Deluxe Elektronikfigur. Ja, finde ich sehr, sehr toll. Ja, der wandert natürlich so in meine Sammlung. Aber das war nicht die einzige Shadow-Figur. Ich habe jetzt hier noch einen, den Ninja Shadow. Ja, The Shadow als Ninja, diesen gab es auch so nicht im Film. Aber wie eben schon gesagt, das ist diesmal Kenner, es ist kein Mattel, aber auch hier bei Kenner war es so, ich muss noch ein bisschen Abwechslung in die Toyline reinbringen und dann bringe ich auch ein paar Figuren, die einfach irgendwie cool aussehen, mit dem Film nichts wirklich zu tun haben, aber was soll's. Und somit gehört er auch in meine Sammlung, der Ninja Shadow. Dann haben wir hier den Bösewicht, den Shivan Khan, ja, in einer Ausführung. Ja, Shivan Khan ist ja der Gegenspieler von The Shadow. Ja, auch hier, die Karten sind alle in einem wunderschönen Zustand, also weder Blister gedellt, noch vergilbt, noch ein Crack, Karten nicht gebogen, keine Stresslinien und so weiter, also richtig, richtig cool. Eine dritte The Shadow Figur. Dann haben wir hier, nehmen wir den als erstes, den Battle Shivan Khan, also den Bösewichten mit dem zweiten Figuren-Outfit, diesmal halt mit so einem, ja, Samurai im Mittelalter, sage ich mal, nennt sich Red Demon, also roter Dämon Rüstung hier, aber das sieht aus wie halt, wie gesagt, aus dem Mittelalter eine Kampfrüstung, ja, mit schönen Klauen hier, wenn man das sehen kann, also wirklich, wirklich schön. Also ich konnte wirklich meine Shadow-Sammlung ja, fast abschließen, muss ich sagen. Und dann habe ich noch einen, und zwar den Mongol Warrior. Ja, also auch wieder einen Bösewicht, der ein, ja, guckt euch mal das Schwert an, das riesen Breitschwert hier hat, was fast genauso groß ist, oder es ist genauso groß. Ja, es ist genauso groß wie die Figur. Also wenn du das halt in echt nimmst, ja, wahrscheinlich kriegst du das Schwert gar nicht gehoben. Wobei, wenn ich so stark und muskulös und so grimmig gucke auch wie der Kerl hier, dann könnte das doch möglich sein. Also wir hatten eine weitere Shadow-Figur, 5 Figuren von Shadow. Es gibt insgesamt 9 Stück. Ja, und mir fehlen jetzt noch 3. Das heißt, ich habe bisher nur eine gehabt, die steht hier drüben im Regal. Und die hat eine große Erweiterung zu meiner Shadow-Action-Figurensammlung. So, dann hatte ich eben erwähnt, dass der Daniel Weißguy und der Chris Taymant ja da waren von der Los Amigos, und die haben mir dann auch noch von der Los Amigos 2 Stickertütchen in die Hand gedrückt. Ja, ich habe das Los Amigos Album nicht, das heißt, die würde ich gerne zum, ja, Tauschen freigeben, oder ich packe sie halt mal irgendwann, wenn ich mal wieder was verkaufe, ein Gewinnspiel habe oder sowas, packe ich die in ein Gewinnspiel rein oder in eine Verschenkbox, wie auch immer. Also vielen Dank, Leute, dafür. Dann habe ich, jetzt mal Kleinigkeiten, den Sascha getroffen, der Sascha von It Waits TV, ja, oder TV, weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich denke mal eher Englisch, It Waits TV. Er hat auch einen schönen YouTube-Kanal, könnt ihr auch mal reinschauen. Ja, und mit dem Sascha hatte ich einen Deal gehabt,
Er hat von mir Marshall Bravestar Kassetten bekommen. Das hatten wir vorher über eine Facebook-Gruppe geklärt und ich habe sie ihm dann da mitgebracht. Also Sascha, auch schön, dich mal wieder getroffen zu haben. Genauso getroffen habe ich auch einen YouTuber, den ich am Anfang vergessen habe, nämlich den Flo, den Bürgermeister. Auch hier Grüße an dich, Flo. Und du hast mir auch was mitgebracht. Du hast mir gesagt, du guckst ja auch meine Videos und sagst halt, ich habe gesehen, du sammelst ja von Hook, von dem Film von 1991 mit Dustin Hoffman und Robin Williams, die Figuren. Und er hat was mitgebracht und dachte, hier, das könnte dir gefallen und das gefällt mir auch. Und er hat mir von Topps 2 Päckchen mit Stickern mitgebracht. Noch sealed, noch original verpackt. Finde ich sehr, sehr schön. Die lasse ich natürlich auch verpackt. Die sind von 1991. Finde ich sau cool. 8 Movie Cards und ein Sticker sind da drin jeweils. Also Flo, vielen, vielen Dank dafür. So, und wenn wir dann gerade noch weitermachen, habe ich auch am Stand von Steinedorf erstmalig the one and only Marco getroffen. Marco, auch hier Grüße an dich. Ja, es war schön, dich endlich mal persönlich kennengelernt zu haben. Wir haben uns zwar letztes Jahr auf der Toyplosion schon mal gesehen, aber da konnten wir uns, glaube ich, noch nicht so ganz zuordnen. Jetzt war es umso intensiver, also vielen Dank für das, ja, für das Dasein, sag ich mal. Und du hast mir auch ein Geschenk gemacht, das finde ich total toll. Du hast mir einen Otto von Captain Future geschenkt, in die Hand gedrückt. Ja, ich konnte es kaum glauben, also richtig, richtig cool. Ihm fehlt ausschließlich nur die Waffe, die hier normalerweise angepinnt wird. Ja, ansonsten eine wunderschöne Figur. Marco, vielen, vielen Dank. So Leute, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight-Fund, den ich gemacht habe an einem Stand. Vintage Toys Germany. Vintage Toys Germany. Ja, sehr nette Gespräche auch gehabt. Findet ihr auf Instagram. Ich weiß nicht genau, ob er auch auf Facebook ist, aber auf Instagram auf jeden Fall. Und er hatte was, das konnte ich nicht stehen lassen. Ja, ich habe 2 Figuren davon lose in der Sammlung. Und jetzt habe ich was original verpacktes, beziehungsweise etwas mit Karton. Da gehe ich gerade näher drauf ein nochmal. Und zwar habe ich von der Hasbro 1992er Toyline Conan the Adventurer, wo es auch eine Zeichentrickserie von gab, habe ich hier das Pferd Thunder, also Donner Battle Stallion. Ja, also das Pferd von Conan. Und das Schöne ist, es ist auch eine exklusive Conan-Figur noch mit dabei. Ja, die es so einzeln nicht zu kaufen gab. Die ist hier mit in dem Paket drin. Der Karton sieht wunderschön aus. Hat hier so ein paar, ja, Abnutzungen ganz normal an den Kanten. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht. Ansonsten, die eine Kartonseite ist ein bisschen minimal ausgeblichen vom Licht. Ansonsten erstrahlt alles in einem schönen, kräftigen Rot. Ich finde es total klasse. Ja, und ich habe halt gesagt, ist das Ding noch sealed, also original verpackt. Und er hat gesagt, er ist sich nicht hundertprozentig sicher. Er geht davon aus, er hat den so bekommen, hat den so bei sich stehen gehabt und hat ihn jetzt halt weiterverkauft. Also er hat ihn nie ausgepackt. Ich sehe auch, dass er hier 3 Tapes hat, die noch original drauf sind. Und auf der anderen Seite sehe ich auch 3 Tapes, aber die wurden nochmal mit jeweils 3 Tapes überklebt. Also ich gehe davon aus, ich denke einfach mal, dass die Seite hier schon mal geöffnet war. Ja, und vielleicht habt ihr da schon mal mit Erfahrung gemacht, dann schreibt es mir in die Kommentare, ja, wie das bei euch eventuell schon mal war. Ansonsten, ich bin versucht, das Ganze einfach mal aufzumachen, weil, wie gesagt, ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass der schon mal auf war und mir das Ganze Innenleben mal anzuschauen. Könnt ihr auch, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Dann packe ich das Pferd in einem der nächsten Videos mal gesondert aus. Auf jeden Fall, das hier ist ein absolutes Highlight zu einem richtig, richtig fairen Kurs, ja, was ich bekommen habe. Und jetzt habe ich auch wirklich Bock, diese Conan-Figuren auch auf Karte oder in Box oder auch lose, vollkommen egal, weil die sind halt wirklich cool und sind auch überschaubar. Ich glaube, es gibt nur 8 Stück oder sowas an Figuren, plus halt 2 Pferde, meine ich. Eins habe ich dann jetzt schon, die wirklich zu sammeln und auch in meine Sammlung zu packen. Wie gesagt, von 1992, also komplett mein Beuteschema. Ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu sagt. So, an einem weiteren Stand habe ich einen abermal sehr fairen Deal gemacht, wie ich finde. Ich weiß leider nicht, wer es war. Also ich kannte ihn nicht, ich kannte auch den Stand nicht, aber er hatte viele, viele Actionfiguren gehabt.
Und ich habe hier eine Figur von Matchbox, von Robotech mitgenommen, den Chiron, ja, von 1995. Robotech war ja auch eine Cartoon-Reihe. Ja, finde ich richtig cool vom Design her. Ich habe nicht direkt Verbindung zu Robotech, aber ich habe ja die Karte, das Artwork gesehen und habe mich sofort, vielleicht seht ihr es auch, nicht rein an Manga erinnert, sondern ich habe mich direkt an Captain Future, ich weiß auch nicht warum, ich habe mich direkt an Captain Future erinnert. Ja, und ich fand das so cool hier, das Design, und die Figur auch wunderschön, auch die Rückseite, wie viele Figuren es da gab. Ja, ich konnte die nicht stehen lassen, auch wenn ich noch keine Figur davon in der Sammlung habe, aber das heißt ja nichts natürlich. Ja. Also ich gehe davon aus, oder ich könnte mir vorstellen, dass da noch die eine oder andere Figur dazukommt. Und am selben Stand habe ich wieder eine Figur oder noch eine Figur mitgenommen, von der ich bisher auch nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Von 1996 zu einem Film, also auch das passt absolut in mein Beuteschema. Und zwar habe ich hier zu dem Film Mission Impossible mit Tom Cruise den guten Ethan Hunt, und zwar als Point Man. Ja, also finde ich richtig cool. Hersteller ist Trade Winds Toys, nie gehört, also wahrscheinlich wieder eine Figur, die es nicht in Deutschland gab, sondern nur im Ausland, wahrscheinlich nur sogar in den USA, könnte ich mir vorstellen. Ja, und hier die Rückseite, es gab auch nur 3 Figuren und es gab 3-mal den Ethan Hunt, mehr Figuren gab es nicht, also wirklich sehr, sehr überschaubar und sehr schön sammelbar, auch wenn man halt auf so Sachen steht. Ja, und ich hatte mich wirklich gewundert, wenn man halt sich das Gesicht anschaut, wie viel Nicht-Ähnlichkeit die Figur mit Tom Cruise hat. Und wer mich auch auf Facebook abonniert hat oder verfolgt, da habe ich auch schon mal meinen Haul quasi schon mal von der Retro oder von der Marché Noir, von der Retro Amour nennt man es ja auch, gepostet. Und da gingen dann auch die Kommentare unten drunter los, und der Stefan von Zolax Zeittresor und der Jan, der Mando von kennt ihr noch, haben dann unten drunter auch fleißig kommentiert. Und der Jan hatte gesagt, der hat das Geheimnis gelüftet, und er hatte gesagt, dass die Firma hier, beziehungsweise ist auch Paramount, ist auch mit dem Spiel steht hinten drauf, der Filmverlag oder Verleih, nicht die Lizenz, sage ich mal, von Tom Cruise bekommen haben, sein Gesicht zu verwenden. Deswegen sieht er ja so gar nicht nach Tom Cruise aus, bis auf dass er schwarze Haare hat. Und Tom Cruise würde wohl generell sein Gesicht nicht für Actionfiguren oder für sonstiges Werbematerial freigeben. Und das ist auch der Grund, wieso es eigentlich keine einzige Tom Cruise Actionfigur gibt. Und dann habe ich mal so nachgedacht und dachte mir, ja, eigentlich hat er recht. Ich habe noch nie eine gesehen. Und das ist wohl der Grund. Also hier ein Mission Impossible Tom Cruise, nicht Tom Cruise, auf schöner Karte, finde ich total toll. So, und was darf bei mir in einem Ausbeute, Haul, wie auch immer Video nicht fehlen? Genau, Gummifiguren. Und damit geht es jetzt weiter. Ich habe einmal beim Christian bei Z-Toys in der Wühlkiste einen schönen Snicks gefunden. Ja, der ist jetzt wieder schön. Der war ganz schön staubig und dreckig. Der hat ein kurzes Wasserbad bekommen. Jetzt strahlt er wieder im schönsten Grün, Lila. Ja, finde ich sehr toll. Den hatte ich noch nicht. Der wandert in die Sammlung. Dann hatte ich in einer Wühlkiste bei einem anderen Händler noch 3 Figuren gefunden. Und zwar habe ich einmal Pumuckl im roten Auto. Ja, den habe ich auch sofort mitgenommen. Dann habe ich hier einmal ein Knetmännchen aus dem Kli-Kla-Kla-Witterbus. Wer das noch kennt, 70er Jahre. Sehr, sehr schön. Ja, den habe ich auch noch nie gesehen irgendwo. Und dann habe ich von Biene Meier noch den Willi. Und hier ist ja immer besonders darauf zu achten, einmal, dass die Fühler noch da sind und noch fragiler, sage ich mal. Weiß nicht, ob man das im Video jetzt hier einfangen kann, aber dass die Flügel noch da sind. Und die Flügel hat er dran. Meistens sind die Flügel abgerissen, weil die waren sehr, sehr instabil und eigentlich nicht so wirklich für Kinderhände gemacht. Aber der ist komplett. Die 3 habe ich für 5 € bekommen. Und dann habe ich noch etwas geschenkt bekommen vom guten Marco. Den Marco hatte ich auf der Toyplosion letztes Jahr getroffen und wir haben uns nett unterhalten. Er guckt auch fleißig meine Videos, also vielen Dank dafür. Und er hatte gesagt, halt hier, ich schicke dir mal ein paar Fotos, ich habe noch so ein paar Figürchen. Wenn du die haben magst, dann schicke ich dir sie zu. Er hat mir auch die Fotos geschickt. Ich habe auch gesagt, ja, das hätte ich gerne, super klasse, ja. Wir haben uns dann geeinigt, er wollte mir dann ein Geschenk machen, also quasi eine Channel-Spende.
Und ich habe da auch gar nicht mehr dran gedacht, Marco, also alles gut. Auf jeden Fall haben wir uns hier auf der Marché Noir getroffen. Und er kommt mit einer Tüte und sagt halt, hier, ich habe es nicht vergessen, ist nur irgendwie ein bisschen untergegangen. Hier sind die Figuren, ich wollte sie dir zuschicken, aber jetzt übergebe ich sie dir persönlich. Freut mich eigentlich umso mehr, ja, dass man so Übergaben persönlich macht. Und da hat er mir schöne Figuren mitgebracht. Ich zeige dir jetzt mal einfach im Schnelldurchlauf. Ich habe hier einen Sport-Gofi mit Fußball, ja, alles 90er oder früher. Einen Boxer-Gofi, richtig große Figuren. Dann einen weiteren Pumuckl mit einem Farbeimer und Pinsel. Dann habe ich einen, ja, wie nennen sich die nochmal, wenn die nicht bemalt sind, ein Onkel Dagobert auf jeden Fall, ja, in Rot, und er fühlt sich so ein bisschen samtig an. Ich weiß auch nicht, er fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen samtig an, also unbemalt. Dann haben wir hier eine Barber-Papa-Figur, finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir die Prinzessin aus Sindbad aus der 70er Jahre Zeichentrickserie. Somit ist die Serie oder beziehungsweise die Figuren auch relativ komplett bei mir. Ich meine, da fehlt auch nur noch eine. Dann nochmal einen Goofy, ja, diesmal ohne Boxhandschuhe oder Fußball, einfach nur ein normaler Goofy. Und einen Graf Dracula. Also finde ich sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool, Marco. Vielen Dank, die Figuren wandern so in meine Setzkästen und leisten dann den anderen Figuren da Gesellschaft. Ja Leute, das waren meine Funde von der Marché Noir. Ja, wie gesagt, abseits davon wirklich, wirklich tolle Gespräche mit vielen Leuten gehabt, neue Leute kennengelernt, alte Leute und Freunde wieder getroffen. Ja, neue Leute kennengelernt und zu Freunden geworden. Also es war wirklich ein schönes Beisammensein auf diesem schönen Event, und ihr könnt euch sicher sein, das nächste Jahr oder bei der nächsten Ausgabe, ich gehe davon aus, dass sie nächstes Jahr ist, bin ich absolut und sofort wieder mit dabei. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war ein wunderschöner Tag. Also Carsten, nochmal vielen, vielen Dank für dieses tolle Event, für diese Organisation. Es hat alles super geklappt. Ja, und Leute, wenn ihr da wart, ja, dann schreibt es da auch mal in die Kommentare. Schreibt, wie ihr die Marché Noir 3 dieses Jahr in Dortmund gefunden habt. Ja, ansonsten, ob ihr auch gerne mal hingehen wolltet. All das schreibt in die Kommentare. Lasst mich wissen, wie ihr die Funde gefunden habt, die ich gemacht habe. Wie gesagt, ich bin immer sehr gerne im Austausch mit euch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Retro Rauner.